Willkommen in meiner ayurvedischen Küche. Heute sprechen wir über Tofu. Ja, ich weiß, Tofu ist bei dem einen, oh mein Gott, ein Rezept, was wie Zunge aus dem Fenster schmeckt, und die anderen sind neugierig, was kann man eigentlich alles mit Tofu zubereiten. Tatsächlich nehme ich immer ganz gern den Vergleich, dass wenn man in ein rohes Stück Fleisch reinbeißen würde, würde das auch nach nichts schmecken, und vergleichbar ist es mit dem Tofu. Natürlich muss ein Tofu, der auch einen gewissen Eigengeschmack hat, entsprechend zubereitet werden, damit er schmackhaft ist. Tofu hat den Vorteil, dass er sehr gut verdaubar ist. Außerdem ist er wirklich eine großartige pflanzliche Proteinquelle und on top enthält er auch sehr viel Eiweiß. Und zudem enthält Tofu viele essentielle Aminosäuren, die unser Körper gar nicht selber herstellen kann, die aber ganz wichtig für den Aufbau von Protein- und Stoffwechselprodukten sind. Das kleine Wunderpaket ist vor allem gut verdaubar, weil es viele Ballaststoffe enthält und viele Mineralstoffe. Ebenso beschenkt er uns mit ganz vielen B-Vitaminen wie B3 oder B5. Ich hoffe, ich konnte euch mit der Ode an den Tofu jetzt neugierig auf mein Rezept machen oder beziehungsweise euch vielleicht so ein bisschen dazu bringen, dieses Rezept auszuprobieren. Heute gibt es knusprige Räuchertofu-Chips. Das ist ein ganz hervorragender Snack. Ich mache sie sehr, sehr häufig, vor allem einfach deswegen, weil man sie sehr vielseitig einsetzen kann. Und was wir dazu brauchen, das zeige ich euch jetzt. Die Zutaten unseres heutigen Rezepts sind ziemlich überschaubar. Wir benötigen 100 Gramm Räuchertofu, etwas Öl und die Gewürze nach Herzenswunsch. In meinem Fall sind es Salz, Pfeffer und etwas Paprikapulver. Und ich wäre ja nicht ich, wenn mir nicht noch etwas einfiele, über Tofu Positives zu berichten. Tofu enthält nämlich Eisen, Magnesium, Calcium, Folsäure und Zink. So. Ich glaube, das war es jetzt erstmal mit der Ode an den Tofu. Jetzt geht es an die Zubereitung. Bevor wir uns dem Tofu widmen, schalten wir allerdings erstmal unseren Ofen ein. Auf 200 Grad Umluft. Als allererstes schneiden wir unseren Tofu in dünne Scheiben. Je dünner die Scheiben, desto knuspriger werden sie hinterher. Man könnte die Tofuscheiben jetzt auch noch mal mit etwas Küchenrolle abtupfen, um sie noch knuspriger zu bekommen. Aber ich schlage vor, wir machen das jetzt erstmal so, und dann könnt ihr euch ja schrittweise daran probieren, den Tofu für euch auch anders zu gestalten. So, das sind jetzt hier unsere Tofuscheiben, genauso wie wir sie haben wollen. Und dann ist mir natürlich noch was ganz wichtig. Man hört ja immer wieder davon, dass Soja gentechnisch verändert sei. Seit 2015 können sich aber EU-Mitgliedstaaten dagegen wehren, dass gentechnisch veränderte Pflanzen bei ihnen angebaut wird. Und genau davon macht auch Deutschland Gebrauch. Das heißt, den Tofu, den wir hier kaufen, gesetzt den Fall, er ist hier auch in Deutschland oder in der EU produziert, ist nicht gentechnisch verändert. Wir können ihn also guten Gewissens zu uns nehmen. Und was mir auch besonders wichtig ist, dass mein Tofu eine feste Konsistenz hat. Denn je weicher der Tofu, desto weniger kann ich persönlich mit dem arbeiten. Das ist aber eine reine Geschmackssache. Also man kann das ja ganz schön an der Packung erfüllen. Ich persönlich bevorzuge immer gerne den festen Tofu. Und jetzt dürfen unsere Tofu-Scheiben baden gehen. Und dann folgen meine Gewürze. Dann gebe ich schon meine Tofuscheiben dazu. Und jetzt darf die Marinade so richtig schön in meine Tofuscheiben eingearbeitet werden, so dass die Marinade wirklich meine Tofuscheiben ganz ummantelt. Das duftet schon wieder so herrlich. Nun dürfen meine marinierten Tofuscheiben Platz auf meinem Backblech nehmen. Ich freue mich schon. Ihr müsst das wirklich unbedingt nachmachen. Das ist so ein Knusperspaß. Die Tofuscheiben wandern jetzt für 10 bis 20 Minuten in den Ofen. Wichtig ist wirklich, dass ihr einen Blick darauf habt. Je nach Ofen kann das nämlich schneller oder langsamer gehen. Und wir wollen ja knusprige
Räucher-Tofu-Scheiben und keine verbrannten. Wie wir hier schon sehen können, hier passiert so richtig was im Ofen. Der Tofu brutzelt und bräunt vor sich hin. Genauso möchte ich das haben. Ich persönlich drehe den Tofu zwischendrin nicht um. Das könnt ihr aber dann machen, wie ihr mögt. Aber im Grunde genommen reicht es, wenn er wirklich bis zur vorgegebenen Zeit auf dem Rücken oder auf dem Bauch liegen bleibt und nicht gewendet wird. So, meine Tofu-Scheiben sind jetzt fertig. Dann hole ich sie jetzt mal raus. Oh, sehen köstlich aus. Ich lege jetzt meinen Tofu erstmal auf ein Küchenkrepp und dann zeige ich euch mal, wie man den Tofu anrichten könnte. Hört mal, wie das knuspert. Ich muss euch das mal zeigen. Lecker! So, ich zeige euch jetzt mal 2 Varianten, wie man sich an diesen knusprigen Tofu erfreuen kann. Die eine Variante ist, man isst ihn einfach so. Köstlich. Man könnte zum Beispiel auch einen Dip noch dazu nehmen. Und jetzt die zweite Variante. Erstmal aufessen. Die zweite Variante wäre, ich habe hier noch einen Salat. Man könnte natürlich auch ganz hübsch die Tofu-Sticks einfach auf dem Salatteller schön anrichten. Oder aber man nimmt den Tofu und zerbröselt ihn einfach über dem Salat oder über der Suppe oder über dem entsprechenden Hauptgericht. Das könnte man auch machen. Das gibt natürlich allem einen gewissen extra Crunch. Ich glaube, da muss ich gar nicht mehr zu sagen. Einfach hinhören. Kann ich aufhören zu essen. Ein wahrer Knusperspaß. Also, ich halte noch mal fest. Wenn ihr den Tofu so zubereitet, achtet bitte darauf, dass euer Produkt aus Deutschland oder Europa kommt, aus einem ökologischen oder europäischen Anbau. Und dann steht eurem Knusperglück gar nichts mehr im Weg. Und noch eine Sache, Tofu ist cholesterinarm und hat ganz wenig Kalorien. Also wirklich ein Hoch auf dieses Produkt, gebt ihm wirklich noch mal eine Chance und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, eure Mangal.